Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch heute mit, ich mache so ein bisschen Meal Prep, würde ich mal sagen. Ich mache ja schon lange nicht mehr die Brotboxen der Kinder. Ihr kennt es vielleicht noch von den alten Videos, wie ich immer für alle 7 oder 8 Kids die Brotboxen gemacht habe. Aber das mache ich schon seit, ich glaube, 2 Jahren nicht mehr. Ich habe das sehr lange gemacht. Ja, irgendwann habe ich gesagt, nee, komm, die Kinder können es ja natürlich selber machen. Aber ja, jetzt sind die halt so, die machen sich halt meistens so abends auch vorbereiten. Da hat sich ja auch vieles geändert. Die Mädels sind mehr so, dass die sich Overnights Oats machen, Obst schneiden und so weiter. Die Jungs sind immer ganz simpel, denen reicht eine Stulle. Die sind zu faul, um sich solche Sachen vorzubereiten. Aber ja, deswegen dachte ich, ich mache so ein paar Sachen, ja, so ein bisschen auf Vorrat für die nächsten Tage, was sie sich nämlich sehr gut mitnehmen können zur Schule. Also einmal klar, dass auch wir essen, so unterschiedliche Aufstriche und eben so praktische Sachen, sowieso Eiermuffins oder wie nennt man das auf Englisch, heißen die halt immer Eggmuffins. Und ja, so Baked Oats und so weiter. Also ich gucke mal, was ich alles schaffe. Auf jeden Fall mache ich jetzt ein paar Sachen. Ich fange auch als erstes an mit dem Teig für die Bagels. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Die mache ich super, super gerne, weil die sind sehr simpel, sehr einfach, sind proteinreich und schmecken super lecker. Ist einfach nur ein Teig aus Quark, Dinkelmehl und ein bisschen Hefe. Und das war's. Also das ist super easy. Und die schmecken halt auch sehr, sehr gut. Deswegen, die mache ich heute. Dann können sich morgen die Kids ein paar Bagels schmieren und wie gesagt ein paar Aufstriche und so. Aber ich werde es euch zeigen. Ich habe auch noch ein bisschen Bulgur übrig. Dann dachte ich, mache noch so einen Bulgursalat. Kann man sich auch sehr gut mitnehmen. Also ich schaue mal, was ich alles schaffe. Und ja, nehme euch da ein bisschen mit. Ich habe jetzt hier Hefe. Ich habe jetzt keine frische mehr, deswegen habe ich jetzt trockene Hefe genommen und ein bisschen lauwarmes Wasser. Also das sind 2, 3 Zutaten mehr, als ich gesagt habe. Also Wasser, Mehl, ich nehme jetzt Dinkelmehl 630er und dann Quark und Salz und das war's. Ihr könnt das Ganze auch statt Hefe mit Backpulver machen, dann könnt ihr das nämlich direkt backen, wenn ihr jetzt nicht so noch warten wollt mit der Aufgehzeit. Aber ich finde den Teig mit der Hefe, finde ich lecker. Deswegen mache ich den jetzt und lasse den eine Stunde oder so stehen. Und mache in der Zwischenzeit ein paar andere Sachen. Ich mache jetzt auch eine größere Portion, also aus 1 Kilogramm Mehl, aber ich schreibe euch gerne das Rezept nochmal unten, nochmal das kleinere Rezept, weil voll viele, ich schreibe immer meine großen Rezepte und dann voll viele fragen dann immer, ja, soll ich das dann halbieren und so weiter. Also ich schreibe euch so das kleinere Rezept und ihr könnt das dann auch verdoppeln, wenn ihr wollt. Ihr könnt den Teig natürlich auch in der Küchenmaschine kneten, müsst das nicht per Hand machen. Ich mache es mal so, mal so.
Şuraya döksene. Tamam. Jetzt darf der Teig abgedeckt eine Stunde ruhen und dann geht es weiter. In der Zwischenzeit machen wir was anderes. Für den Bulgursalat habe ich jetzt hier nämlich übrig gebliebenen Bulgur, den hatte ich gekocht. Da sind noch die Reisnudeln mit dabei. Ich habe das halt wie türkischen Reis so gekocht. Ist halt übergeblieben, deswegen dachte ich, ich mache diesen Bulgursalat. Ich habe jetzt hier Kichererbsen. Das sind schon die eingeweichten aus der Dose. Und jetzt könnte man das so türkisch-klassisch machen mit Paprika, Tomate und so weiter. Aber ich mache so ein bisschen einen polnischen Touch da rein. Deswegen kommt da rote Beete rein. Also wer es nicht mag, kann es natürlich weglassen. Aber ich liebe rote Beete. Auch die Kinder habe ich mittlerweile an die rote Beete gewöhnt. Deswegen mal was anderes. Dann rote Zwiebeln. Könnt aber auch solche Lauchzwiebeln benutzen. Petersilie, optional, wer mag, noch Dill. Dann Feta-Käse, beziehungsweise ich habe jetzt Hirtenkäse. Und jetzt Olivenöl. Zitronensaft. Essig. Dann ganz wichtig, Granatapfelsirup. Granatapfelsirup kriegt ihr ja meistens im türkischen Supermarkt. Ihr müsst nur halt darauf achten, dass da halt 100% Granatapfelsirup draufsteht. Die anderen sind nämlich alle voll mit Zucker. Salz. Ich lasse das kurz so. Kreuzkümmel. Davon mache ich jetzt nicht so viel, weil jetzt mit der roten Beete passt das jetzt nicht unbedingt zusammen. Pfeffer und Sumak, das ist Essigbaumgewürz, also ist auch so ein bisschen wie so Essig. Das passt aber auch sehr gut dazu. Salz. So ist jetzt der fertige Bulgursalat. Ich finde es nochmal besonders lecker, wenn da jetzt noch Salat drin wäre. Also ob ihr jetzt Roma-Salat nehmt oder noch was anderes. Aber das hält sich halt ja nicht so lange. Ne, der fällt ja zusammen. Also höchstens am nächsten Tag könnte man es noch essen. Aber danach, der Salat wird halt matschig. Das andere ist halt locker eine Woche im Kühlschrank haltbar. Deswegen nehme ich jetzt einen Teil so ohne Salat und mache jetzt in den anderen Teil aber noch Rucola mit dazu. Ich finde, das passt halt nochmal richtig gut. Wir werden ja eh einen Teil heute wahrscheinlich essen. Und morgen kann man den mit dem Rucola auch noch essen. Und das können sich die Kinder auch so mit einpacken in eine Tupper und essen. Oder? Nehmt ihr euch noch mit so für die Schule so. Da könnt ihr auch richtig viele Varianten machen. Zum Beispiel auch mit braunen Linsen oder Beluga-Linsen statt Kichererbsen. Und dann einfach auch Gurken, Tomaten, Paprika zum Beispiel. Da könnt ihr euch richtig austoben, finde ich. Jetzt musste ich die Spülmaschine anmachen und ihr seht, da entsteht auch richtig schnell richtig viel. Also nicht nur für die Kids, auch für mich zwischendurch für den kleinen Hunger ist sowas immer super praktisch. Das darf dann in den Kühlschrank. Und hier gebe ich jetzt noch den Rucola. Ich glaube, ich nehme auch jetzt nicht alles. Ich liebe es ja. Desto bunter, desto besser, sage ich immer, ne? Das heißt ja nicht umsonst Eat the Rainbow. Alle Farben müssen dabei sein. Ja, und
Das lassen wir uns dann heute schmecken. Oder wie gesagt, morgen würde das auch noch gehen, aber danach wird halt der Salat sehr matschig. Würde ich halt nicht empfehlen. Könnt ihr entweder, wie gesagt, am Ende nochmal dazugeben oder auch einfach weglassen. Jetzt geht es auch weiter. Ich denke, ich mache jetzt den Thunfischaufstrich. Ich habe das euch eigentlich auch schon öfters mal gezeigt. Also den mache ich, weil das lieben die Kinder, sich auf Brot zu schmieren für die Schule. Deswegen mache ich das und dann fange ich an mit den Sachen, die so in den Backofen kommen. Weil dann ist dann nämlich auch vorgeheizt und dann können auch später die Bagels noch rein. Ich überlege halt nur, welche Variante ich mache. Die jetzt mit Thunfisch oder die mit Kichererbsen. Die mag ich nämlich auch sehr gerne. Das wäre sozusagen die vegane Variante. Also ich persönlich mag das auch sehr, sehr gerne mit den Kichererbsen, weil es schmeckt auch wie so Thunfischsalat. Aber die Kinder lieben halt das Thunfischsalat lieber. Deswegen mache ich jetzt das. Und dann vielleicht für mich eine extra Portion. Muss ich mal überlegen. Für die Thunfischpaste habe ich jetzt hier Thunfisch. Das war jetzt im eigenen Saft der Thunfisch. Nicht im Öl. Sonst wird das Ganze zu fettig. Dann habe ich hier vorgekochte Eier. Ich habe hier meinen Eierschneider aus Polen. Der macht direkt Würfel. Das ist ganz praktisch. Muss ich nicht klein schneiden. Ihr könnt es auch mit dem normalen Eierschneider, der ja nur diese einmal Gitter hat, das Ei halt einmal durch, umdrehen und auch durch. Dann habt ihr auch Würfel. Da könnt ihr auch gucken, ob ihr mehr Eier macht oder weniger. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 3 Dosen Thunfisch und ich glaube 6 Eier. Könnt ihr auch schauen, ob ihr mehr Eier macht, weniger Eier. Also auch sehr simpel, nicht viel Zutaten. Dann, ich finde, das muss unbedingt rein, sind Lauchzwiebeln. Ich finde einfach, das passt richtig gut. Das muss einfach rein. Könnt ihr gucken, mehr oder weniger. Ihr könntet aber auch zum Beispiel rote Zwiebeln nehmen, aber ich finde es mit Lauchzwiebeln immer am besten. Salz und Pfeffer. Dann könnt ihr jetzt schauen, was ihr jetzt hier reinmacht. Ob ihr jetzt nur Remoulade macht. Das mache ich ganz oft, dass ich nur Remoulade reinmache. Ob ihr das Ganze verdünnt mit etwas griechischem Joghurt, um es ein bisschen fettarmer zu gestalten. Frischkäse light könnte man auch machen. Also es ist wirklich eigentlich Schnuppe. Ich mache das auch immer unterschiedlich. Mal nehme ich nur Remoulade, mal ein bisschen Joghurt dazu. Jetzt mache ich einfach mal Remoulade und Mayo im Mix. Und dann guckt ihr einfach von der Menge her, so dass es einfach cremig ist, dass es nicht zu trocken ist. Also eigentlich hier einfach nur Augenmaß. Ja, wenn mag, könnt ihr jetzt auch noch Dill reinmachen, aber ich finde es eigentlich so simpel am besten. Ne, könntet auch, wenn ihr euch die Mühe macht, das Eigelb erstmal zum Beispiel mit der Mayo oder Remoulade so ein bisschen verrühren, dann wird es auch schneller cremig. Dann spart man sich auch so ein bisschen was. So, fertig. Und auch das kann einfach in eine Tupper, in den Kühlschrank. Und auch das hält bei uns nicht lange. Das ist meistens nach einem Tag fertig. Ich mache auch normalerweise mal eine größere Portion sogar. Aber auch das ist locker 4-5 Tage im Kühlschrank haltbar, wenn nicht länger. Und wir machen jetzt auch direkt als nächstes ein paar Gemüse-Eiermuffins. Also Omelette-Muffins sind das eigentlich. Ne? Also es sind so eigentlich Omelettes, aber in Form von Muffins, dass die halt auch so praktisch sind zum Mitnehmen, zum Snacken für zwischendurch. Gerade eben auch für die Schule. Und auch das ist fertig. Für die Omelette-Muffins könnt ihr auch ohne Gemüse lassen. Ihr könntet auch nur Lauchzwiebeln nehmen, aber ich hau da gerne Gemüse mit rein. Aber ich hau da sehr gerne Gemüse mit rein und ich habe auch hier wieder Lauchzwiebeln. Dann nehme ich Zucchini. Ihr könntet auch Brokkoli nehmen oder was euch eigentlich da gefällt. Ob ihr da auch noch so ein bisschen Putenschinken oder sowas mit dazu gebt. Das ist euch überlassen. Paprika nehme ich. Dann habe ich jetzt Mozzarella Light. Ihr könnt aber auch Parmesan nehmen oder geriebenen Käse. Dann mache ich auch ein bisschen Dill dazu und Petersilie. Und das Ganze verrühre ich schon mal. Dann habe ich hier 7 Eier.
Ich werde euch aber auch die genauen Mengenangaben in die Videobeschreibung packen. Dazu kommt Salz und Pfeffer. Und etwas Milch. Backofen habe ich vorgeheizt. Jetzt habe ich hier eine Muffinform, die fette ich ein. Jetzt hier so ein Ölspray, das ist Kokosnussöl. Und ich streue die ein bisschen mit Haferkleie aus. Könnt ihr aber auch Paniermehl nehmen oder auch Haferflocken zum Beispiel. Dann kommt das Gemüse rein. Und dann die Eiermischung drüber gießen. Und das darf jetzt in den Backofen. Es geht jetzt weiter. Die Muffins, die sind richtig fett geworden. Die quellen gerade richtig auseinander. Ich hoffe, die sacken dann vielleicht noch mal ein bisschen runter. Aber ich mache jetzt schnell das nächste, weil dann kann das direkt nämlich in den Backofen. Und zwar diese, warte mal, wie heißt das? Das ist nämlich jetzt vom Thermomix. Ich werde wie immer so ein bisschen umwandeln. Ihr wisst, ich halte mich immer nicht so ans Rezept, aber ich mache es jetzt mal so. Und zwar sind das Baked Oats mit Heidelbeeren und Pekannüsse. So, das erste ist, ich habe keine Pekannüsse. Nehmen wir Walnüsse, ne? Ist ja egal, oder irgendwelche Nüsse. Ich habe jetzt hier gerade Walnüsse, deswegen nehme ich die. Auspopeln, weil ich hier noch eine andere Nüsse drin habe. Aber klappt. Perfekt. Weiter. Weil das zerkleinert mir jetzt alles, mischt schnell auch alles, deswegen ist das jetzt ganz praktisch. Haferflocken. Ich schreibe euch auch hier wieder die Variante, die ich gemacht habe, rein. So. Soll ich jetzt Kuhmilch nehmen oder Hafer? Nehmen wir Mandelmilch. Oder? Nehmen wir Kuhmilch. Könnt ihr entscheiden, ob ihr was für eine Milch ihr nehmt. Dann will er eigentlich Apfelmus von mir. Jetzt habe ich kein Apfelmus da. Ich habe aber ChatGPT gefragt, was ich anstelle nehmen kann. Ich habe nämlich auch keine Bananen. Sonst hätte ich jetzt zerdrückte Bananen verwendet. Aber er meinte, ich könnte entweder Joghurt benutzen oder irgendein Mousse. Deswegen mache ich jetzt 50-50 und nehme einen Teil Erdnussmus und einen Teil Joghurt. Jetzt auch den schön fettigen. Das machen wir jetzt mal. Ich würde jetzt sagen, dann mache ich 100 Gramm Erdnussmus und 150 dann Joghurt. Oder sogar ein bisschen weniger. Ich will jetzt nicht, dass es zu erdnussig wird. Zwei Eier. So, jetzt könnte man auch noch irgendeine Art von Vanilleschote. Ich habe sogar eine Vanilleschote. Aber ich bin ehrlich gesagt jetzt zu faul, die auszukratzen. Deswegen lasse ich die jetzt einfach weg. Ich muss jetzt kein Vanille rein. Dann steht hier zum Beispiel Ahornsirup. Habe ich jetzt nicht da. Ich könnte jetzt Honig nehmen. Habe ich aber auch keine Lust. Ich nehme jetzt Dattelzucker. Und dann gucke ich mal. Für die Menge würde ich sagen so zwei Esslöffel.
weil das wären jetzt 65 Gramm Ahornsirup. Ich mache jetzt mal, komm, 40 Gramm Dattelzucker. Zimt. Ein bisschen passt ja immer gut. Eine Prise Salz. Und Backpulver. Ist wenig mehr viel drin. So, ich fette auch die Auflaufform hier ein. Dann kommt die Hälfte der Masse schon mal in die Form. Ich habe jetzt auch extra nicht verdoppelt die Portion, weil ich weiß noch, weil ich will sehen, ob das den Kids überhaupt schmeckt. Ich denke das ist eher auch was für die Mädels als für die Jungs. Weil die Mädels essen gern viel so Hafer, obwohl die Jungs essen auch viel Haferflocken. Naja, wir werden sehen. Wenn es halt gut schmeckt, dann mache ich das nächste Mal eine größere Portion. So, jetzt kommt der Rest drüber. Die restlichen Heidelbeeren, Blaubeeren. Und ich mache jetzt noch mal fürs Auge, weil es dann einfach schön aussieht. Ich habe hier noch ein bisschen Pistazienkerne. Ein bisschen drauf. Ihr wisst, ich liebe es ja bunt, ne? Sieht einfach schön aus. Und wisst ihr, was ich noch drauf machen würde? Kakaonips. Ich weiß zwar nicht, ob die schmelzen, was mit denen passiert. Ich mache es jetzt mal einfach. Ne? Das sind ja gehackte Kakaobohnen. Ich weiß jetzt nicht, ob die da hier oben drauf jetzt schmelzen oder was mit denen passiert. Wir experimentieren einfach mal und werden sehen, was passiert. So. Das darf jetzt in den Ofen und dafür holen wir jetzt die Muffins raus. Für, glaube ich, 30-35 Minuten. Dann werden wir sehen. Na, die Omelette-Muffins sehen aber gut aus. Ich lasse die mal abkühlen. Und dann holen wir die mal hier raus. Hier ist ja ein bisschen halt verlaufen, aber das geht. Ich hoffe, die kommen gut raus. So, die kommen ganz gut raus und die sehen richtig cute aus. Schaut mal, die sehen doch richtig süß aus. Deswegen mache ich die schon mal hier auf das Abkühlgitter. Nicht, dass die, ups, nicht, dass die zu matschig werden. Das ist nichts für dich, oder? Da ist zu viel Gemüse drin. Ja, das sieht doch aber gut aus. Jetzt geht es weiter mit den Bagels. Der Teig ist auch schön aufgegangen. Ich wollte eigentlich noch solche Mini-Buchweizen-Pancakes machen. Aber ich sag's euch ehrlich, ich bin K.O. Ich kann nicht mehr. Das hat jetzt so lange gedauert. Ihr wisst ja, ne, mit dem Film und so weiter dauert das ja alles noch mal länger. Die Sachen immer vorbereiten, schnippeln und so weiter. Deswegen denke ich, reicht das. Ich will aber unbedingt diese Buchweizen-Pancakes noch machen. Machen wir dann vielleicht im nächsten Video oder so. Die habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Also so ein Teil Buchweizen kommt rein und ein Teil Dinkelmehl. Habe ich halt noch nicht gemacht, deswegen bin ich gespannt, wie die werden. Aber wie gesagt, ich bin schon ein bisschen erschöpft. Und jetzt auch noch die Bagels und ich überlege jetzt, ob ich doch lieber Brötchenform mache, weil Bagelform dauert jetzt auch wieder länger. Jetzt bin ich schon ein bisschen faul, aber ich nenne sie trotzdem Bagel, weil da kommt ja Bagel Seasoning oben drauf. Schmeckt einfach so lecker. Und ich sag's euch, diese Brötchen sind super praktisch, weil die machen richtig schön satt und die schmecken halt eben lecker. Vor allem mit dem Bagel Seasoning. Deswegen, ich glaube, ich mache Brötchenform. Jetzt Bagelform dauert halt einfach ein bisschen länger. Man könnte es auch ausrollen und ausschneiden, aber habe ich jetzt auch keine Lust. Brötchenform geht jetzt schneller. Die Omelette-Muffins sind übrigens richtig lecker. Ich habe schon einen vernascht.
Ich musste schon hier retten, weil jeder will schon direkt alles vernaschen. Stürzen wir mal unseren Teig hier. Ich finde den Teig, gerade mit dem Quark, ihr könnt auch zum Beispiel das Ganze auch mit Joghurt ersetzen. Da müsst ihr halt dann mal gucken, immer ob ihr da ein bisschen mehr oder weniger Mehl reinmacht. Aber das seht ihr, wenn ihr den Teig knetet. Ich finde aber das Rezept mit Backpulver, das geht zwar schneller, aber ich finde da den Teig schwieriger, weil der ist halt so, der wird sehr schnell feucht durch den Quark, finde ich. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Ich versuche jetzt auch immer gleichmäßig große Brötchen hinzukriegen, da bin ich auch immer nicht so. Da nehme ich nicht mein anderes Ding. Das hier ist doch besser. Ich will jetzt auch nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. So, ich glaube, das geht gut. Und dann einfach, wie gesagt, Bagel wäre halt jetzt, ich würde es halt so ein bisschen, soll ich es jetzt Bagel machen? Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu wenig Teig ist für die Bagelform. Na gut, ich glaube, ich mache jetzt doch Bagels. Ja komm, wir machen Bagels. Das wären aber so ein bisschen Mini-Bagels dann. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache jetzt ein Blech Bagelform und das andere Blech Brötchen. Na, so machen wir das, oder? Für die Bagelform mache ich einfach jetzt eine Rolle. So, und dann mache ich hier, ich mache mal so hier so ein bisschen so eine Kuhle rein und dann sozusagen die beiden Enden miteinander verbinden. Das muss auch nicht so genau sein. Die gehen ja auch noch mal schön auf im Ofen. Und dann habt ihr hier so eine Bagelform. Also das Loch kann auch ruhig ein bisschen groß sein, weil beim Backen gehen die ja noch mal schön auf und dann geht das Loch auch relativ gut zu. Ja, einfach hier ein bisschen die Würste miteinander verbinden. So. Jetzt bepinsle ich die Bagels mit Wasser, vor allem damit das Seasoning auch drauf hält. Ihr könnt die jetzt auch noch mal ein paar Minuten aufgehen lassen, abgedeckt, oder ihr tut die in den kalten Backofen. Dann haben die auch noch mal Zeit aufzugehen. Und dann das Bagel Seasoning, das besteht einfach nur aus Sesam, Salz, dann Knoblauch, Zwiebeln, schwarzer Sesam und Mohn. Genau, das war's. Aber das schmeckt so lecker, vor allem dieses eben Zwiebel-Knoblauch. Vielleicht wäre es besser, wenn ich die eigentlich immer so reintunke, weil so habe ich so ein bisschen landet viel daneben. Ich glaube, ich mache den bei den nächsten, mache ich es lieber mit dem Reintunken. So, schaut mal, das ist viel besser so, als wie ich das andersrum gemacht habe.
Einfach nass machen. Könnte man auch jetzt ins Wasser tunken. Und dann hier in das Seasoning reindippen. Und guck mal, so hat man auch viel mehr Bagel Seasoning drauf. Ach, viel besser und landet nicht so viel auf dem Backpapier. Und so könnte jetzt eine schöne, gesunde und nahrhafte Brotbox aussehen. Das ist jetzt natürlich, habe ich das jetzt nur zur Anschauung jetzt in die Brotbox gemacht. Die Kinder können sich da einpacken, was sie wollen. Gott sei Dank, ich weiß, es sieht immer wieder so super healthy aus und dann kommt immer die Frage, essen das seine Kinder? Ja, Alhamdulillah. Gott sei Dank, die essen alles. Die sind jetzt auch in so einem Alter mittlerweile, auch die Jungs so, hat das genug Proteine und so. Deswegen das ist auch super proteinreich. Ne? Die Bagels sind ja super proteinreich durch den Quark. Dann haben wir ja dieses Omelette-Muffin, auch hier mit den Kichererbsen und die gebackenen Haferflocken. Also das ist sehr schön nahrhaft und wie gesagt, ja, das mögen auch alles unsere Kids. Da bin ich auch super happy. Und ja, die können sich da mitnehmen dann für die Schule, was sie wollen. Ob die das alles so machen wie jetzt. Einer hat sich schon gefragt, ja, lass die Box so direkt für mich für morgen. Ja, das war jetzt so eine kleine Inspo. Vielleicht ist ja was für euch mit dabei. Ich schreibe euch auf jeden Fall alle Rezepte unten in die Videobeschreibung. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr so gerne für eure Kids vorbereitet. Vielleicht ist da auch noch was dabei, was ich machen kann. So, gerade so für die Teenies ist es ja ganz praktisch als immer so eine langweilige Stulle. Und ansonsten, ja, beim nächsten Mal mache ich auf jeden Fall noch diese Buchweizen-Pancakes. Das war jetzt ein bisschen viel auf einmal. Ne, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das will ich jetzt nicht so jeden Tag vorbereiten, aber das haben die ja jetzt hier für ein paar Tage. Diese Omelette-Muffins, die gehen ja super schnell. Die kann man öfters mal machen. Der Salat, das ist dann vielleicht für 2 Tage bei uns. Bei dem Thunfisch-Dings bin ich mir nicht so lange sicher. Bagels habe ich jetzt viele gemacht. Ich glaube, ich habe 32 Stück. Also ich schreibe euch das Rezept für die Hälfte. Aber die gehen auch bei uns sehr schnell weg. Und die schmecken, wie gesagt, super lecker. Ich habe auch diese Baked Oats probiert. Auch sehr, sehr lecker. Also das kann man auch auf jeden Fall nachmachen, geht super schnell. Wenn man da vielleicht jetzt ja keine Lust hat, sich Overnight Oats zu machen oder so. Ja, dann auf jeden Fall so eine schöne Brotbox. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns sehr. Und ich hoffe, ihr abonniert auch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ihr könnt auch hier das letzte Video sehen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und hier könnt ihr natürlich den Kanal abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!